Hallo und grüß euch, RC hier. Diesmal aufgrund der vielen Nachfragen wieder mal auf Deutsch mit einem Review eines sehr interessanten semi-professionellen Quadcopters, nämlich des Inspire von DJI. Der versteckt sich hier in dem Kasten, in diesem schönen Hartschalenkoffer. Der Transportkoffer ist mal sehr gut geeignet, das Ding effizient von A nach B zu bringen und hat auch wirklich viel Platz für zusätzliches Equipment. Es passen mindestens 6 Ersatzakkus, 7, wenn man einen gleich fix installiert, also man kann 7 Akkus in den Koffer schön transportieren. Man kann beide Fernsteuerungen auch in den Koffer geben, wenn man mit 2 Fernbedienungen arbeitet. Die Akkus erinnern an das Konzept, das wir schon vom Phantom her kennen, nur sind die halt ein bisschen größer. Das sind 6-zellige, 4500 mAh starke LiPos, Smart Batteries natürlich wieder. Und gleich ein ziemlich nerdiges Detail zu den Akkus. LiPos mögen ja nicht voll geladen gelagert werden. Also wenn ihr einen LiPo voll auf 100% aufladet und dann für ein paar Monate oder auch nur für ein paar Wochen liegen lasst, dann schadet das der Chemie der Zelle. Deswegen sollte man LiPos, wenn man die länger nicht verwendet, mit ca. der Hälfte der Ladung im Kasten liegen lassen. Diese Akkus gehen nach 10 Tagen Inaktivität selbst in die Entladung. Die verwandeln die elektrische Energie einfach in Wärme, machen das sehr langsam, also das dauert eigentlich 2 Tage und entladen sich auf 65% herunter. Das ist eine gute Lagerkapazität für diese Akkus anscheinend. Also sehr schlau, man braucht sich hier wirklich um nichts kümmern. Man kann die nach dem Fliegen aufladen, in den Koffer reinschmeißen und wenn man wirklich dann länger nicht fliegt damit, dann ist natürlich vor dem nächsten Flug darauf zu achten, dass ich die wieder auflade. Die Akkus und die Lebenszeit der Akkus ist dadurch natürlich ziemlich cool. Das finde ich sehr innovativ, hat sich DJI was gedacht dabei. Hier die Fernsteuerung und auch wenn die so ähnlich ausschaut wie die vom Phantom 2, ist die doch ziemliches Hightech drum, hat einen 6000 mAh 2-Zellen Akku drinnen, also relativ viel Kapazität hier drin, wirkt auch sehr schwer, hat sicher ca. 1 Kilo. Hat die Lightbridge eingebaut, das habt ihr sicher schon nachgelesen, wenn euch der Inspire One interessiert. Die Lightbridge ist eines der Killer-Kriterien für diesen Quadcopter. Mit dieser Fernbedienung steuert man nicht nur den Quadcopter, man kann auch ein kleines iPad montieren oder ein Smartphone, also entweder Android-Smartphones oder Apple, und kann damit sehr viele Einstellungen am Copter live im Feld machen, aber man sieht auch das Live-Bild. Das Live-Bild kriegen wir über den Sender und Empfänger in dem Fall. Also das ist auch ein Videoempfänger, diese Fernbedienung. Das heißt, Steuersignal wird gesendet, Video wird empfangen vom Copter. Reichweiten geben die Jungs an von 2 Kilometer. Finde ich sehr spannend. Habe auch schon Videos gesehen, wo Leute wesentlich weiter geflogen sind. Gibt es ein Video, ich verlinke das dann runter, in Kasachstan, ein Wahnsinniger, der da 6 Kilometer weit geflogen ist. Würde ich jetzt nicht probieren, aber ja, geht anscheinend. Also super Fernbedienung, kann senden und empfangen und das Konzept ist erweiterbar, das heißt ich kann 2 idente Fernbedienungen verwenden, eine ist für den Piloten und die zweite ist dann für einen Cam-Operator. Beide haben einen eigenen Videoempfänger, also beide empfangen das Bild direkt vom Copter. Das heißt, ich könnte die zweite Fernbedienung, die ich nicht zum Steuern verwende, theoretisch auch bei einer Veranstaltung neben einer großen Videowall legen und über HDMI verbinden mit der Videowall und somit eine Live-Übertragung von dem Quadcopter runterkriegen. Finde ich ziemlich genial. Der Controller selbst, wie gesagt, liegt wirklich sehr gut in der Hand. Ist vorne hier mit so Alu gemacht, hinten mit Gummi. Es gibt natürlich diese Tablet- oder Phone-Halterung. Hinten haben wir einen HDMI-Anschluss. Ja, HDMI, das ist gleich ein gutes Thema. HDMI ist der mittlere HDMI, der passt hier in die Fernbedienung rein, um das Live-Bild abzugreifen. Damit
funktioniert die Dominator HD Fat Brille. Sehr gutes Bild. HDMI. Dann haben wir hier noch einen USB-Port, einen CAN-Bus-Port, der ist für zukünftige Erweiterungen, habe ich gelesen. Okay. Und einen großen USB eben für das Tablet oder für das Phone-Kabel. Ja, dann sind hier noch zwei programmierbare Tasten, das ist sehr fein. Also meine war jetzt so voreingestellt, dass der eine Button die Kamera wieder zentriert. Dann gibt es hier noch einen Modusschalter mit P, A und F. Kann man auch alles nachlesen. P ist jetzt dieser Position Mode, der mehrere Sachen kennt, nämlich GPS und Ultraschall und Optical Flow. Meistens wird man in diesen P-Modus fliegen, da ist er einfach positionsstabil. Dann gibt es den A-Modus, das ist der ATI-Mode. Ich hoffe jetzt, ich erzähle keinen Blödsinn. Da stabilisiert er sich mit Barometer und mit Lagesensoren, macht aber nichts gegen das Wegdriften im Wind und hält die Position nicht so schön. Und der F-Mode ist der Funktionsmodus, das ist im Prinzip der IOC-Modus, den wir schon von Phantom her kennen, der Intelligent Orientation Control, wo entweder Kurslock, Homelock oder noch irgendwas fliegen kann. Also ihr kennt das vielleicht eh schon. Also ich würde das meistens in den P-Modus lassen. Dann gibt es hier, wie gesagt, das Gimbalrad, das ist eine relative Steuerung, das heißt, wenn ich jetzt, es ist gefedert und um die Mitte herum mache ich relativ langsame Bewegungen, das kann ich sehr gefühlvolle, langsame Schwenks machen. Wenn ich ganz in eine Richtung drehe das Rad, dann schwenkt er sehr schnell. Ich habe das schon probiert, man kann da ziemlich gefühlvoll schwenken. Daneben habe ich den Videoaufnahmeknopf. Auf der anderen Seite habe ich noch den Fotoknopf, um ein Foto zu schießen. Habe hier so ein Scrollrad, mit dem kann man bestimmte Kameraeinstellungen während des Fluges noch ändern, zum Beispiel die Blende oder auch die Belichtung. Es hat auch einen Druckpunkt, sodass man was aktivieren kann. Und daneben ist noch ein Wiedergabeknopf, wenn man jetzt wirklich im Flug oder dann auch am Boden gleich über das Live-Bild ein Foto betrachten möchte. Unten gibt es noch den Einschaltknopf und den Return-Home-Knopf, sehr fein, das gleich hier rauszulegen, und das Fahrwerk. Ja, so viel mal zur Theorie des Senders. Jetzt mit dem Monster hier weiter. Also erstmal zur Optik, die muss ich sagen, die hat mir von Anfang an gefallen, die ist sehr gelungen. Der mittlere Teil erinnert mich so an einen Druiden von Star Wars. Es schaut einfach sehr stylisch aus, das Ding. Und ist, also dafür, dass sie so viel Technik da reingesteckt haben, ich finde die nicht, die Technik. Also ja, unten sieht man Optical Flow und Ultraschallsensoren, ja klar. Dann habe ich hier unten noch diesen vibrationsgedämpften Teil, der das Gimbal dann aufnimmt. In der Mitte habe ich den Mechanismus, der die Arme rauf oder runter kippt. Ja, und da vorne habe ich dann noch die Steuerung drinnen wahrscheinlich, aber viel mehr ist es nicht. Hier oben habe ich die Battery Bay. Die ist relativ schwerpunktneutral gehalten, was natürlich intelligent ist. Und der Akku geht sehr schön rein. Magazin-Style. Die Idee hier dahinter ist, es gibt zwei verschiedene Akkugrößen, den 4500er und den 6000er. Und der 6000er wird wohl nach oben rausragen, der verändert aber den Schwerpunkt dann nicht mehr maßgeblich. Also das ist auch recht intelligent. Dann haben die da vorne noch die Antennen rein verbaut, also Video- und Steuerungsantennen. Ah, okay, man sieht hier noch die Kühlrippen der Regler. Also die Regler sitzen direkt unter dem Motor in dem Fall, nehme ich an. Positiv überrascht, macht auch in diesem Transport-Mode, in dem er jetzt ist, macht einen extrem stabilen Eindruck, also verwindungssteif. Macht einfach ein sehr, sehr wertiges Bild. Das Innovative an dem Ding ist auch diese Transformierbarkeit. Die haben da in der Mitte einfach ein Gewinde und einen starken Motor und können diese Halterung auf- und abwärts bewegen. Momentan ist der im Transport-Mode, also im Flachmodus, wo er schön in den Koffer reinpasst. Jetzt werden wir den gleich mal in den Startmodus bringen. Bei der Fernbedienung kann man auch durch einmal draufdrücken hier den Akkustand des internen Akkus ablesen.
Und auch wie schon von Phantom 2 bekannt, überall dasselbe Trick, einmal drauf und dann 2 Sekunden halten und man hat sie aufgedreht. Das gleiche mache ich hier am Akku. Über den Akku schalte ich den Inspire ein. Dann meldet er sich irgendwann. Man hört auch so ein Klacken, das ist der Ultraschall. Laut Anleitung 4-mal Fahrwerksschalter rauf, runter, dann bewegt er sich in den Startmodus und das schaut cool aus. Jetzt gleich sehen. 1, 2, 3, 4. Das ist einfach. Sollte man auf einer glatten Oberfläche machen, nicht unbedingt jetzt in der Wiese vielleicht. Koffer eventuell, wenn man den längs verwendet, genau. Also es haben sowohl, glaube ich, der Sender als auch der Quadcopter selbst haben aktive Lüfter, weil halt ziemlich starke Prozessoren und Verarbeitungschips drinnen sind. Ja. Ich wollte ihn jetzt gar nicht aufdrehen. Aber cool, ja, klang jetzt wie Dali Dali. Gut, jetzt ist noch ein wichtiger Hinweis, wenn man jetzt kann man ja die Kamera anstecken hier, wenn man Platz hat. Man muss dafür unbedingt den Kopf wieder abdrehen. Hier, falls ihr sie noch nicht gesehen habt und noch nichts drüber gelesen habt, die Kamera hat einen Sony Exmor Chip drinnen. Ist auch wieder aktiv gekühlt mit einem kleinen Kühler hinten, mit einem kleinen Lüfter. Hat seitlich hier noch den Slot für eine MicroSD-Karte. Sollte eine ziemlich schnelle MicroSD-Karte sein. Und hinten gibt es noch einen USB-Port, falls man Videos direkt von der Kamera runterladen möchte. Ist irgendwie unpraktisch, weil dafür muss der Kopf da aufgedreht bleiben. So, also ich habe den jetzt abgeschalten. Jetzt kann ich das Gimbal montieren. Das ist relativ einfach. Es gibt hier irgendwo so einen weißen Strich. Und da vorne auch. Und dann wird der Arretierungsring rübergeschoben. Und es ist schon montiert. Also das ist wirklich, das ist auch so eine gute Idee. Ich habe hier einen Kopter, wo das Gimbal wie beim Phantom 2 unten dran hängt, aber für Reisezwecke kann ich das Gimbal wirklich mit einem Handgriff abmachen. Das ist das, was dem Phantom 2 fehlt, um ihn kleiner verpacken zu können. Bei der Kamera dabei ist noch ein ND-Filter, ein Neutral Density Filter. Der kann helfen, Vibrationen noch wegzudämmen und Überbelichtung. Ich kenne mich da nicht so gut aus mit, aber kann man ausprobieren. Jetzt sehe ich hier mit dem grünen Licht, dass diese Fernbedienung mit dem Kopter verbunden ist. Falls nicht, dann muss ich das binden. Fragt mich jetzt nicht, wie das geht. Standardmäßig sind die verbunden. Wenn man Dual Remote Setup hat, sieht man an dem grünen LED, wer der Master ist. Das ist wichtig. Das Wichtigste fehlt hier aber noch, nämlich ein Tablet oder Phone. Ich fange hier mal mit dem. Ja, und das ist auch ein leichtes Ärgernis für mich. Also ich habe jetzt ein iPad 4, noch das normale, nicht das Air, und das ist zum Beispiel hiermit nicht kompatibel, weil es erstens von der App nicht unterstützt wird und als zweitens hier auf diese Halterung nicht drauf passt. Also ihr braucht entweder ein iPad Air, das hier ist ein iPad Air 2, das ich mir geliehen habe, oder ihr könnt nur ihr könnt auch ein Android-Tablet draufgeben, das nicht zu groß ist, oder halt ein Smartphone. Auch hier wieder relativ intelligent gemacht. Wenn der Akku in der Fernbedienung voll genug ist, dann lädt er das Phone oder Tablet oben, also da stand jetzt wird geladen. Wenn der Akku schon ziemlich leer ist, also ich weiß jetzt nicht ab wann, aber wenn der schon ans Leerwerden kommt, dann lädt er das Gerät oben nicht mehr. Ich habe jetzt hier diese coole DJI Pilot App und starte im Prinzip einfach, indem ich auf Kamera draufklicke. Ja, und beim ersten Start kriegt man schön Tipps, was es hier alles gibt. Ich werde das vielleicht gleich durchlesen, dann seht ihr das. Es schaut am ersten Blick überladen aus, weil sie haben da wirklich eine Menge an Infos auf das OSD gebracht und die App ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Hier komme ich wieder in den Home-Bildschirm raus. Ich sehe den Modus PATI. Ich habe noch kein GPS, weil ich hier herinnen bin im Hangar. Das heißt Position RT. Man kann bei den ganzen Dingen draufklicken und sieht dann mehr Infos noch. Sehe ich die Einstellungen des Quadcopter Modes, Beginner Mode. Ah ja, der Beginner Mode ist für den Erstflug vielleicht nicht so schlecht. Da ist die Höhe und die Distanz auf 30 Meter maximal eingestellt.
Gain und Expo Tuning. Ja, das ist natürlich auch sehr cool. Ihr seht hier live die Joysticks, was die machen. Rudder, Throttle. Und man kann hier eine Expo einstellen, also Exponentialfunktion, damit um den Mittelweg herum das Ding ein bisschen weniger giftig reagiert. Gain. Man sollte das wahrscheinlich einmal auf Standardwerten lassen. Hier kann man im Prinzip einstellen, wie schnell der Copter auf Steuereingaben reagieren soll, wie giftig er auf Fremdeinwirkung, sei das jetzt Wind oder irgendwas, reagieren soll. Stellt es einmal nicht zu viel um. Enter Travel Mode, Exit Travel Mode kann man hier auch machen. Sollte man nicht machen, solange die Kamera noch unten angeschlossen ist. Okay, hier habe ich die Fernbedienungseinstellung. In dem Fall ist die jetzt auf Master gestellt. Die kriegt einen Namen und ein Connection Passwort. Hier gibt es die Bildeinstellungen, das ist auch cool. Hier kann ich beim Kanal, also das arbeitet ja mit 2,4 GHz. Hier kann ich beim Kanal mal auf Auto oder auf Custom gehen. Kann ich selber Kanäle definieren. Und im Prinzip hat er einen Frequenzscanner, der die verfügbaren Kanäle durchsucht und darstellt, wo jetzt schon WLAN-Verkehr quasi passiert. Also man sieht hier auf Kanal 17 und hier auch auf 14 passiert schon etwas. Das heißt, diese Kanäle wären dann eher nicht so gut für ihn zu verwenden. Also so ein bisschen ein Monitoring, was jetzt in der Luft herum eigentlich passiert. Image Output to App and HDMI. Das ist gut, dass ich das am iPad sehe und auf einer Brille, wenn ich über HDMI was anschließe. Und der Button gefällt mir auch. OSD auf HDMI anzeigen, ja oder nein. Wenn ich das jetzt auf der Videobrille haben möchte, dann ist OSD natürlich schon angenehm, damit ich Batteriestatus und so weiter sehe. Use Metric Units ist für uns natürlich auch interessant, metrische Werte. Akku, Aircraft Battery, ja, das ist auch ein Wahnsinn, was da alles drinnen haben, die Jungs. Also man kann mal die Batteriewarnungen einstellen. Low Battery bei 30%, Critical bei 10%. Ich sehe die Flugzeit, wenn ich jetzt schon fliegen würde, Temperatur, Kapazität, die Volt und auch die Zellspannung der einzelnen Akkus. Und hier ist mir positiv oder nicht, hier ist mir aufgefallen jedenfalls, dass die bei einer vollen Ladung auf 4,3 Volt sind. Das finde ich ein bisschen unüblich. Normalerweise ist bei 4,2 Volt Ladeschluss. Vielleicht haben die da andere Zellen drin, ich weiß es nicht. Ja, und hier unten ist dann noch Timed Discharge. Also jetzt habe ich die frisch geladen heute. Jetzt hat er noch 10 Tage einen Counter und wenn ich 10 Tage lang nichts mit der Batterie mache, dann wird sich die auf 65% Kapazität entladen. Machen wir mal hier oben weiter. Also Modus, GPS haben wir jetzt keinen. Es ist Safe to Fly, aber Non-GPS-Modus, das heißt, für die Positionshaltung kann der jetzt nicht auf GPS zurückgreifen, sondern nur auf seinen Optical Flow, was aber auch recht gut funktionieren soll angeblich. Genau, und wenn ich da oben drauf klicke, dann kann ich mal den Status des Aircrafts mir ansehen. Overall Status, hier habe ich ein rotes Zeichen. Dann sagt mir, dass Kamera, Fernbedienung und Quadcopter ein Upgrade brauchen. Status Light leuchtet genau gleich wie am Copter selbst. Das ist natürlich auch cool, wenn der weit weg ist. Ja, ich könnte hier sogar den Mode der Fernbedienung komfortabel umstellen. Ich fliege gerne Mode 2. So, der Status. Dann was haben wir hier noch? Ja, okay, und bei der Fernbedienung sehe ich die Signalstärke, die ist jetzt natürlich auf 100%, wenn es neben liegt. Damit komme ich auch gleich zu den RC-Settings, wo ich auch vorher schon war. Das ist das Symbol für die Bildübertragung. Hier sehe ich auch die Qualität der Bildübertragung. Wenn man auf Custom ist, dann kann ich einen wählen, wo ich nie einen Ausschlag sehe. Also wo der rote wäre jetzt uninstabil, steht eh drunter. Grün wäre okay. Also 13, 15 tut sich nie was, 20 aber auch nicht. Gehe jetzt mal auf Kanal 20. Zeigt dann mit blau, das ist der Current Channel. Was aber viel interessanter hier ist, ich kann hier mit Image Quality mit einem Slider bestimmen, ob ich jetzt maximale Reichweite haben möchte,
Das sendet er dann mit 4 Megabit und kommt auf 3 Kilometer. Das sind natürlich alles theoretische Werte. Oder wenn ich ganz rüber gehe, überträgt das Video mit tollen 10 Megabit, aber kommt nur auf 700 Meter. Also ich glaube, im Standard war das jetzt so auf 2 Kilometer eingestellt. Ja. Aus Sicherheitsgründen und wenn das Live-Video jetzt nicht so hohe Priorität hat, fährt man auf alle Fälle ganz rüber, um maximale Reichweite zu haben. Gut. Mit Batteriesymbol komme ich wieder in diese Batterieeinstellungen. Das ist hier sind General Settings, okay. Funktionsknopf, da kann man diverse Bild- oder Video-Einstellungen ändern. Das sind halt Einstellungen, die eine gute Kamera auch haben wird. Hier kann ich noch umschalten zwischen Fotografie und Film. Man sieht auch gleich, bei Fotografie nutzt er den ganzen Sensor und ist ein 4:3 Mode oder im 3:2 eigentlich. Und beim Filmen ist er im 16:9 Modus. Der rote Knopf startet nämlich die Aufnahme. Wenn wir schon die Aufnahme gestartet haben, zeige ich noch schnell das Bewegen der Kamera über das Touch an. Also man bleibt mit dem Finger drauf und scrollt dann langsam wohin. Und dann seht ihr euer Auge. Ja, da können wir dann noch kurz im Hangar weiterschauen. Hier hängt der Doppeldecker. Sponsorentafel. Jetzt kommen wir gleich an die Rückseite des Kopters. Ich kann da nur bedingt drauf schauen, kann dann relativ weit runter schauen, also 90 Grad runter. Schon raufschauen. Und ich kann jetzt nicht, wie ich das vom Zenmuse auf dem S800 schon kannte, endlos 360 Grad herumfahren, sondern er kann nur 320. Das heißt, es sind anscheinend keine Schleifkontakte verbaut innen, sondern es geht einmal fast rundherum. Ja, und das ist auch mein Vorschlag, wenn ihr sparen wollt oder müsst, keine zweite Fernbedienung kaufen möchtet, aber dennoch einen zweiten Operator die Kamerasteuerung überlasst, dann fliegt es über eine Brille, über eine FPV-Brille oder Line of Sight, also direkt auf das Modell schauend, und nehmt ein längeres USB-Kabel und gebt das iPad oder das Phone eurem Co-Piloten. Der kann dann schön in Ruhe mit dem Finger zumindest die Kamera steuern und so die Aufnahme besser machen. Und ihr konzentriert euch nur auf das Fliegen. Das ist meiner Meinung nach eine recht günstige Methode für so einen Dual Operator Mode. Finde ich ganz gut, dass das so funktioniert. Also gefällt mir eigentlich von der Idee her. Ja, ein Wiedergabe-Button. Schauen wir uns das kurz an. Okay, dann kann ich direkt live halt gleich das wird dann auch gestreamt natürlich, weil es ja noch im Copter ist. Kann ich mir die Aufnahme ansehen. Eigentlich auch cool. Aber würde ich jetzt nicht machen während des Fliegens. Vielleicht der Cam-Operator, damit er gleich seine Aufnahme kontrollieren kann. Ist eine witzige Geschichte. Dann hier habe ich noch zusätzliche Einstellungen der Kamera. Ich kann den ISO-Wert selbst verstellen, müsste dann nicht zuerst auf manuell gehen. Wenn ich auf das Scrollrad drauf drücke, kann ich zwischen Shutter und zwischen der Belichtung herumfahren, wechseln. Auf der Minimap, die man natürlich auch maximieren kann, also auf der Karte, sehe ich auch rote Punkte drauf. Gibt es anscheinend einige Flugverbotszonen und die sind hier gleich also die sind ja auch in den Inspire einprogrammiert, eingespeichert, und der hält sich auch wirklich dran, das heißt, der fliegt dann nicht in der Nähe eines großen oder kleinen Flughafens. Finde ich sehr vorbildlich. Gut, ja, die Karte funktioniert nicht ziemlich cool. Wird eher Google Maps einfach sein, mit einem ein bisschen erweiterten Funktionsumfang mit den Flugverbotszonen. Und ich kann, wie ihr gesehen habt, hier umschalten, oder ich kann es auch ganz weg minimieren, wenn ich die Karte nicht brauche. Dann unten habe ich noch ein paar Statusinformationen. Hier ist der Optical Flow Sensor, wie hoch der misst. Da gibt es einen Horizontal Speed und einen Vertical Speed in Meter pro Sekunde. Das ist halt ein bisschen praxisfremd. Distance weiß er nicht, weil er da noch gelandet ist, und Höhe in Metern. Okay, und hier auf der linken Seite jetzt noch den Take-Off-Mode. Slide to Take-Off machen wir jetzt nicht. Ich habe keine Props drauf, aber trotzdem. Also man kann hier über einen Klick abheben. Muss man jetzt nicht machen, man kann auch herkömmlich
beide Joysticks nach außen oder nach unten und dann langsam Gas geben und manuell starten. Das ist auch nicht schwierig. Der zweite Knopf hier ist der Gimbal Mode. Da gibt es den Follow, den FPV, Free und also mit dem kann ich zumindest die Kamera auch per App wieder zentrieren, was eine gute Idee ist, wenn ich darüber fliegen möchte. Return to Home and Land, auch eine coole Funktion, kann ich natürlich auch über die Fernbedienung auslösen. Und hier kann ich noch den Homepoint setzen. Ich kann hier sagen, Homepoint soll die aktuelle Position vom Copter selber sein. Oder Homepoint soll von der Remote übernommen werden, also vom Pilot. Okay, das ist jetzt relativ ausführlich hergezeigt, was die App alles kann. Also ich finde die wirklich sehr gelungen, reagiert auch sehr gut. Und ich habe auch schon die iOS und die Android-Version probiert. Die Android auf meinem Galaxy S3 und Galaxy S4. Funktioniert auf beiden Geräten für mich gleich gut. Gibt es auch im Funktionsumfang keine erkennbaren Unterschiede. Für die ersten Flüge werde ich natürlich mal nur auf Sicht fliegen und mit dem Handy auskommen. Und auch für die weiteren FPV-Flüge würde ich wahrscheinlich eher das Handy draufschnallen, weil es leichter und kleiner ist. Und um ein paar Einstellungen zu machen. Und das Videobild möchte ich auf meine Fatshark Dominator bekommen. Wie schon erwähnt, gibt es dafür dieses Kabel, welches mittleres HDMI auf kleines HDMI ist, jetzt laienhaft gesprochen. Gleich wenn ich die Fatshark aufdrehe, dann ist die eigentlich im Analog-Modus. Zweimal auf den Joystick hier drauf drücken, damit ich in dem HDMI-Mode bin. Ja, auf jeden Fall ist das Bild auf der Fatshark Dominator sehr, sehr gut. Das ist das erste Mal, dass ich diese 800×600 Pixel wirklich komplett ausgereizt sehe. Ja, es schaut eigentlich, die OSD-Anzeige ähnelt der iOSD Mini, die ich vom Phantom 2 kenne. Das ist auf. Ja, und was eigentlich auch sehr cool ist, ich habe hier ein 4:3 Bild, also die ganze Brille ist ausgefüllt. So, das hier ist die HDMI-Anzeige. Da oben haben wir den Modus, Position AT, und die wichtigen Anzeigen, die wir in der App auch sehen, aber halt in schwarz-weiß und ein bisschen reduziert, damit man sie auf der Brille oder auf dem Monitor besser sehen kann. Wichtig der Akku, Signalqualität von Steuerung und Video, Höhe in Meter, Distanz, horizontaler Speed und vertikaler Speed. Dann hier in der Mitte sieht man noch diese punktierte Linie, das ist der virtuelle Horizont. Der bewegt sich rauf, runter oder er kippt, je nachdem wie der Kopf in der Luft liegt. Und hier dieses Karo, das kenne ich schon aus dem iOSD Mini. Das Karo zeigt dann dynamisch den Homepoint an. So, ich versuche jetzt hier das Handy abzufilmen mit einer Stoppuhr und dahinter das Live-Bild nochmal vom iPad. Und über die Differenz kann man sich die Latenz ausrechnen. So, jetzt haben wir hier den Vergleich. Auf beiden Monitoren sehe ich die Uhrzeit und vom Gefühl her hat die App ein bisschen mehr Verzögerung als das reine HDMI-Signal. Okay, jetzt sind alle Props montiert, nachdem ich diesen neuen Quick-Release-Mechanismus da durchschaut habe, der im Prinzip einfach über eine Feder funktioniert. Feder und eine Arretierung hier. Und damit kann im Flug dann nichts mehr passieren. Also die sind jetzt nicht mehr angeschraubt, sondern arretiert. Hält super und wie gesagt, die Regler bremsen hier aktiv, um noch besseres Regelverhalten in der Luft zu haben. Fazit bisher, alles sehr, sehr wertig gebaut. Er wirkt extrem stabil. Dass die Kamera unten so wackelt, das ist okay, weil die ist vibrationsgedämmt hier aufgehangen. Wer schon Videos gesehen hat von dem Inspire, weiß, dass das ist einfach extrem stabil, das Luftbild von so einem Ding. Der Preis ist natürlich ein stolzer. Ich hoffe, dass die irgendwann günstiger werden. Ich habe gesehen, in Amerika kosten die $2.800, bei uns kosten die ca. 3.200 Euro. Es ist natürlich ein Prosumer-Gerät, das heißt, es ist keine Einstiegsdrohne. Das ist eher schon eine Drohne, die sich professionelle Fotografen kaufen, die aber jetzt keinen riesigen Copter
sich antun mögen. Und es ist ja auch hier wieder von DJI so dieses Apple-Feeling, also dieses alles ist gut designt, funktioniert einfach out of the box, wie man so schön sagt. Mit dem genialen Sender und mit der Lightbridge habe ich natürlich alles sehr, sehr schön integriert. Das beginnt hier mit dem eingebauten Akku nun, der, ich weiß noch nicht wie lange der hält, aber mit 6000 mAh wird er sicher relativ lang die Fernbedienung und die Lightbridge mit Strom versorgen. Ich habe hier einen guten Sender, ich kann 2 verwenden, wenn ich ganz ein professionelles Setup haben möchte. Und das Batteriekonzept vom Phantom, das schon gut funktioniert hat, hat mir weitergedacht. 6S kommt mit seinen 4500 mAh auf 15 bis 18 Minuten Flugzeit. Gibt man an. Ich werde das natürlich testen. Ich habe da relativ frische Batterien zum Testen bekommen. Mal sehen, wie sich das Ding in der Luft verhält. Die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, haben mich einfach begeistert. Also es gibt da den FPV Live. Besucht dessen Kanal mal in der Zwischenzeit. Ich hoffe, dieses Review vom Hangar hat euch gefallen. Natürlich gibt es bald Flugvideo dazu. Habe ich was vergessen? Schreibt mir das auch in den Kommentaren, dann holen wir das nach. Ansonsten, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Daumen hoch und abonnieren. Ich bemühe mich da relativ regelmäßig Videos rauszubringen. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt machen wir noch schnell ein Firmware-Update vom Inspire, von der Remote Control und von der Kamera. Firmware-Updates macht man jetzt nicht mehr wie beim Phantom 2 mit einem Laptop über USB, über den Assistant, sondern direkt über die SD-Karte in die Cam rein. Im Prinzip lädt man sich die Firmware von deren Homepage runter, hat 40 MB, entpackt das ins Hauptverzeichnis einer SD-Karte, gibt die SD-Karte rein und startet jetzt den Inspire, ohne dass die Fernbedienung aufgedreht ist. Es gibt da schöne Tutorials dazu. Man hört jetzt diesen Beep-Sound von dem Gimbal. Okay, diese 4 Beeper hintereinander zeigen an, dass er momentan gerade Firmware-Update macht. Ich hoffe, das dauert nicht wirklich 35 Minuten. Wenn er fertig ist, macht er die. Ja, man soll natürlich darauf achten, dass der Akku mindestens 50% Ladung hat, das ist klar. Und man darf während dem Firmware-Update-Vorgang nicht abdrehen, auch klar. Okay, es hat jetzt wirklich circa eine Viertelstunde oder 20 Minuten gedauert, bis dieses Upgrade vom Inspire fertig war. Ich habe dann, nachdem er als Sound ausgegeben hat, den Kopter abgedreht, die Speicherkarte rausgenommen, hier ins Handy reingegeben. Und man sieht hier hoffentlich, das Upgrade-Status war Success. Also es gibt dann auf der Speicherkarte ein kleines Textfile drauf, wo das Ergebnis vom Upgrade drin steht. Jetzt werden wir noch die Fernbedienung upgraden, die funktioniert ähnlich. Es ist dasselbe Firmware-File, das wir schon runtergeladen haben. Das gibt man am besten in so einen kleinen Cardreader rein und den Cardreader steckt man dann hinten an dem USB-Port der Fernbedienung an. Ja, wenn man keinen Cardreader zur Hand hat, kann man auch quasi den Cardreader von der Inspire Cam selbst verwenden. Man gibt dann die Speicherkarte mit der Firmware wieder rein in die Kamera, dreht den Kopf auf, er macht das Firmware dann eh nicht nochmal und steckt ein USB-Kabel an der Kamera an und hat somit den Reader für die Fernbedienung. Finde ich ein bisschen umständlich, wenn man den Inspire dafür aufdrehen muss. Also nehmt einfach einen Cardreader und das wird schon funktionieren so. Okay, also das Upgrade von Controller läuft jetzt. Wie gesagt, USB-Stick mit der gleichen Firmware hinten anstecken. Und ja, ihr hört es schon, jetzt piept er da wie verrückt, zeigt über den blauen LED-Status an, dass er das Upgrade macht. Dauert angeblich 10 Minuten und wenn er fertig ist, dann leuchtet das LED nur mehr grün. So, das Upgrade von dem Controller selbst hat jetzt keine 10 Minuten gedauert, das war in ca. 1, maximal 2 Minuten fertig. Ich habe jetzt ein grünes LED und habe den Controller hoffentlich auch auf der aktuellsten Firmware. Wieder kann man sich über das Textfile, das auf der Speicherkarte drauf gespeichert wurde, ansehen, ob das Firmware erfolgreich gelaufen ist, aber grün heißt erfolgreich, also ich spare mir das jetzt. Der NASA Dance oder die Compass Calibration
War ziemlich einfach. In der App oben auf Status hat er mir sogar gesagt, dass Kompasskalibrierung notwendig ist. Drücken wir auf Calibrate und dann kriegt man schön auf der App den Hinweis. Der erste Schritt ist, das Ding am besten irgendwo nicht in der Nähe von einem Magneten oder von eisenbewehrten Gebäuden, Parkgaragen oder sonstiges zu machen. Am besten auf einer Wiese oder irgendwo, wo es halt keine magnetischen Störungen gibt. Hält man den Kopf da so horizontal und dreht den einmal 360 Grad im Kreis. Dann sieht man, dass sich das LED hinten, der Status ändert. Und auf der App sieht man, okay, der zweite Schritt ist, den mit der Nase nach unten halten und auch wieder 360 Grad im Kreis drehen. Diese Kompasskalibrierung ist beim Inspire immer dann notwendig, wenn ihr die Position, also die geografische Position, erheblich ändert. Also wenn man jetzt 50 Kilometer wohin fährt, ist es vielleicht noch nicht so tragisch. Aber wenn man das Ding in den Urlaub mitnimmt und 200-300 Kilometer oder ein paar tausend Kilometer zwischen sich und dem letzten Standort bringt, dann macht es Sinn oder dann kann es wichtig sein, Kompass zu kalibrieren. Im Zweifelsfall macht es einfach eine Kompasskalibrierung. Das ist in einer Minute erledigt und es schadet nicht, das öfters zu machen. So, hier kurz meine Baseline sozusagen. Ohne etwas eingeschaltet zu haben, habe ich eine Aktivität auf 5,8er Band und hier bis 5,9 auch nichts. Jetzt schalten wir den Sender hier wieder ein. Momentan noch ohne, dass der Kopf da aktiv ist. Jetzt sehe ich schon recht breitbandig Aktivität. Ich würde sagen, das geht bis fast 6 GHz. Hat wiederum die meiste Aktivität direkt im 5,8er Band. Wobei, ja, es geht da. Ich fahre da mal rüber. Es geht bis 5. Mal 5,5. Also 5,5 bis 5,9 wird hier recht fleißig vom Inspire, von der Remote genutzt. So, also mit aktiviertem Inspire, das heißt auch mit der Funkübertragung, Steuerung und Bild auf die Remote, sehe ich hier folgendes Frequenzverhalten. Beginnend bei 5,471, Maximum sichert hier, das wird die reine Videoübertragung sein, bis knapp über 6 GHz, also 5,5 bis 6 GHz werden hier auch noch verwendet vom Inspire. Ich drehe das wieder ab, dass man die Live-Bewegung sieht, also auch mit Extreme Hopping kann man sagen. Und jetzt nochmal zum Vergleich, während ich drehe jetzt nochmal alles ab. So. Jetzt ist der Inspire und die Remote abgedreht und ich habe lediglich noch hier irgendeinen Verbraucher direkt auf 5,8. Sonst ist hier ruhig. So, jetzt hier auf 2,4 auch nochmal ein erweitertes Bild. Die meiste Aktivität, die meisten Ausschläge hier rund um 2,4. Das beginnt bei 2,316 und endet ganz grob bei 2,5. Und ganz oben noch ein bisschen mehr. 2,7 bis 2,9 fast. Jetzt auch wieder. Verbraucher abdrehen. Und nichts mehr hier. Okay, vergesst das auf 2,1. Das ist wirklich jemand anderer. Ja, sonst 2,4 und 2,7 bis 2,9, das war alles der Inspire. Also interessantes Bild hier vom Spectron. Schon cool, so ein Ding zu haben, um nachzumessen,
was jetzt wirklich verwendet wird. Ich war mir auch nicht sicher, ich dachte eigentlich, das sendet nur auf 2,4 GHz. Habe irgendwann mal schon gelesen, 5,8. Aber das heißt, Steuerung auf 2,4 und Video auf 5,8, ziemlich sicher. So, und jetzt direkt vom Videoschnittcomputer noch kurzes Update oder Add-on zu dem schon viel zu langen Video. Eine geniale Flight-Log-Funktion habe ich noch gefunden. Also ich meine, ich wusste, dass es sie gibt, aber ich dachte eigentlich, dass das Flight-Log direkt auf die SD-Karte von der Kamera gespeichert wird. Dort habe ich sie nicht gefunden. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Android-Phone verwendet, dann ist das in dem DJI-Ordner unter Pilot, ich glaube Pilot-App und dann Flight Recorder. Und da gibt es dann ein Textfile, das ihr zwar erst konvertieren müsst. Da gibt es ein Tool mit einem Link, den ich runter verlinke. Aber wenn man das mal konvertiert hat, das geht in ein paar Sekunden, dann hat man 2 oder 3 Excel-Files, die wirklich eine enorme Menge an Daten haben. Also wenn ihr irgendwie so Statistik-Nerds seid, wie ich das bin, dann wird euch das sicher gefallen. In dem Verzeichnis von dem konvertierten Log-File gibt es dann erstens mal ein KML-File. Hier ist jetzt das Detail der Karte nicht schön, aber man sieht hier schon schön den Flugkurs. Und das andersfarbige hier ist der GPS-Track vom Controller. Also ich bin da jetzt nicht so wild herumgelaufen, das ist halt nicht so genau. Aber der Flugkurs selbst ist relativ genau. Und zum anderen gibt es dann noch dieses Overview-File. Das ist eigentlich auch schon recht fein. Da gibt es halt ein paar interessante Infos, wie zum Beispiel Latitude, Longitude, also die GPS-Position, Total Distance 3,9 Kilometer, maximale Höhe, maximale Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde, Video Time, also da schon eine schöne Info, aber noch viel mächtiger ist natürlich dieses 4,2 MB große File hier. Das schaut jetzt arg aus. Das kennt wirklich sehr, sehr viele Parameter. Wenn ihr wollt, kann ich euch dann noch Infos geben, welche Parameter wirklich sinnvoll sind. Hier hat man zum Beispiel die Seriennummer von dem Akku. Dann habe ich hier irgendwo noch die volle Kapazität des Akkus und die Current Capacity. Es fängt natürlich bei fast voll an und geht dann, hier bin ich bis auf 945 mA leer geflogen. Das geht so im Sekundentakt halt, wird da mitprotokolliert. Die Volt, ja, und es wird dann noch eine ewige Menge an Parametern mitgespeichert. Die einzelnen Stick-Positionen, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da auch drinnen und ja, einfach mal durchschauen, das lohnt sich wirklich. Je nachdem, wie viel Nerd ihr seid, werdet ihr da mehr oder weniger Freude haben damit. Ja, zum Beispiel gibt es die Ereignisse auch protokolliert, Landing, Gear Raising und. Also das ist wirklich Nerd Heaven. Schaut euch das an.